Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV Technik. Unser Thema heute ist Quarantäne von Reptilien. Eigentlich ein Hauptgrund, wieso ich es gern mal ansprechen möchte, ist, dass die Leute doch immer gleich ein wenig verwirrt sind. Muss ich Quarantäne machen? Wann mache ich Quarantäne? Ist das immer nötig? Ich weiß noch, wo ich als Terrarianer angefangen habe, habe ich auch in Büchern gelesen, also wenn man ein neues Reptil kauft, unbedingt in Quarantäne machen. Und dann habe ich mir überlegt, na, wenn ich jetzt die eine Schlange habe, also da hieß es Quarantäne wegen Ansteckung und bla bla bla, da dachte ich, wenn ich eine Schlange habe, wer soll meine eine Schlange anstecken, beziehungsweise wen soll meine eine Schlange anstecken? Wieso muss ich unbedingt Quarantäne machen? Und inwiefern, also separat halten, aber ein Tier allein ist ja immer separat. Und selbst jetzt kriege ich als E-Mails, da fragen mich Terrarianer genau das Gleiche. Ich kaufe nur ein Tier, wieso oder wie soll ich Quarantäne machen? Also die eigentliche Quarantäne bezieht sich darauf, wenn ich mehrere Tiere habe und ein neues Tier dazu bekomme. Dann will ich natürlich sicher gehen, dass ich mir mit dem neuen Tier nicht irgendwelche Parasiten zum Beispiel oder Krankheiten einschleppe oder Milben zum Beispiel. Für uns ist ein Riesenproblem, wenn wir Tiere kriegen oder gerade so Abgabetiere, die keiner mehr will oder sowas, dass die dann meinetwegen Milben haben. Ne? Da müssen wir echt aufpassen, dass wir die Milben nicht ausbreiten, dass wir das eindämmen rechtzeitig mit Insektizid um das neue Tier rum. Barrieren aufbauen oder sowas. Ne? Also habe ich schon Tiere, dann ist die Quarantäne ganz wichtig und dann muss ich das Tier separat halten. Ist es mein erstes Tier und ich habe ein Terrarium für mein erstes Tier, dann macht eine gewisse Quarantäne Sinn in dem Sinne, dass ich vielleicht nicht schon 1000 Deko-Artikel in das Terrarium mache, und meinetwegen nach ein paar Wochen merke, oh, das Tier hat Milben oder das Tier hat irgendwelche Krankheiten und ich anfangen muss, diese ganzen Dekoartikel wieder zu reinigen oder gar wegzuschmeißen. Ne? Also wenn ich mir da nicht ganz sicher bin, dann macht es vielleicht Sinn, am Anfang des Terrariums sporadischer einzurichten. Und wenn ich mir sicher bin, das Tier ist sauber, dann kann ich mehr Deko reinmachen und gehe mir sicher, dass ich nicht das, wie gesagt, das alles wegschmeißen muss. Ja? Oder eben, wie gesagt, habe ich mehrere Tiere, bekomme ich ein neues Tier, dann auf jeden Fall in Quarantäne halten. Dann solche einfachen Dinge verwenden. Ich habe jetzt mal hier einfach ein paar Sachen ein bisschen symbolisch aufgebaut. Klar, so ein Streu, das mache ich rein, das schmeiße ich sowieso weg. Dann diese Kunststoffboxen für ein Babypython zum Beispiel oder für eine kleine Kornatter sind diese Boxen optimal. Da kann ich sie 1, 2, 3 Monate drin halten. Das Ganze muss ich natürlich beheizen oder das Klima muss natürlich stimmen, ganz klar. Also ganz wichtiger Punkt, auch bei Quarantäne muss das Klima natürlich absolut perfekt sein in dem Terrarium. Ne? Klima geht da noch vor der Quarantäne. Ne? Also Klima muss stimmen. Aber dann irgendwelche einfachen Dinge, einfache Verstecke, die kann ich hinterher in die Spülmaschine schmeißen oder kann es abkochen. Dann ist es sauber. Ich kann vielleicht sogar Einwegwasserschalen verwenden, muss ich aber nicht. Ich kann solche Keramikwasserschalen verwenden. Die sind auch perfekt zu reinigen, zu desinfizieren. Mache ich da rein. Dann habe ich lauter Sachen, die ich nach 4, 6, 8 Wochen, also ich würde mal die Quarantäne zwischen 4 Wochen und 3 Monate ansetzen. Dann kann ich nach der Zeit, wie gesagt, Streu schmeiße ich weg, dieses Zeug koche ich ab und wenn ich dann weiß, mein Tier ist sauber, dann kann ich es mit in meinen Bestand hineintun zu den anderen Tieren. Dann hatte ich jetzt gerade eben das Thema Milben noch angesprochen. Das ist wirklich ein Problem in der Terroristik. Bekomme ich ein neues Tier, mache ich das hier rein, dann macht es vielleicht wirklich Sinn mit einem Insektizid. Also ich empfehle die letzten Jahre immer dieses Insektizid 2000. Das ist auf Pyretrum-Basis. Barrieren aufzubauen um das neue Tier. Ne? Mache ich das Tier hier rein, sprühe ich um die Box drumherum, beziehungsweise ich kann auch die Box außen ansprühen. Wenn ich an dem Tier selber keine Milben sehe, würde ich das Tier nicht behandeln oder würde ich auch nicht unbedingt im Terrarium behandeln, weil das unnötig, in Anführungsstrich, Gift ist, was ich dem Tier aussetze. Also sehe ich keine Milben, dann reicht es außenrum, diese Barrieren zu errichten, die Box zum Beispiel auch außen reinzusprühen. Ich sage immer, stellt euch vor, die Milben sind kleine Tiere, die laufen durch die Lüftungslöcher zum Beispiel raus und dann muss ich sicher gehen, die Milben können nicht weglaufen und in mein anderes Terrarium reinlaufen. Ja? Also baut diese Barriere auf und dann seid ihr auf der sicheren Seite und dann habt ihr eine perfekte Quarantäne für euer neues Terrarientier.